Hallo Deutschlerner! Heute ist unsere erste Grammatiklektion in dieser Serie. In dieser Lektion spreche ich über die nebenordnenden Konjunktionen und, oder, aber und denn. Falls ihr sie braucht, gibt es wie immer Untertitel auf Deutsch und Englisch. Klickt CC, um die Untertitel einzuschalten und dann die Einstellungen, um die Sprache auszuwählen, wenn ihr an einem Computer seid. Wenn ihr dieses Video auf einem Handy seht, klickt einfach die 3 Punkte in der oberen rechten Ecke und dann Untertitel und letztendlich die Sprache auswählen. Wenn ihr neu hier seid, überlegt euch mal, ob ihr diesen Kanal abonnieren wollt. Wenn ihr mehr über dieses und andere Themen lernen wollt, könnt ihr an Unterrichtsstunden bei Lingode, der Online-Sprachschule, teilnehmen. Ich arbeite seit längerem mit Lingode zusammen und kann euch versichern, sie werden euch helfen, eure Ziele beim Deutschlernen zu erreichen. Klickt den Link in der Beschreibung und fangt heute an, Deutsch mit Lingode zu lernen. Auf Patreon könnt ihr eine Kopie des Skripts auf Deutsch und Englisch, eine MP3 und ein Arbeitsblatt für jedes Video in der Serie herunterladen. Es gibt einen Link in der Beschreibung dafür. Eine Konjunktion ist ein Wort, das andere Wörter oder Satzglieder verbindet. Es gibt viele Konjunktionen im Deutschen. Sie fallen in 2 Kategorien: nebenordnende und unterordnende Konjunktionen. Nebenordnende Konjunktionen beeinflussen die Wortstellung nicht. Heute spreche ich über die nebenordnenden Konjunktionen und, oder, aber und denn. Auf Englisch sind sie and, or, but und because. Ich weiß nicht, wie gut ihr letzte Woche zugehört habt, aber ich habe viele von diesen Konjunktionen im letzten Video benutzt. Ich werde diese heute als Beispiele benutzen und etwas mehr Informationen dazugeben. Die Konjunktionen und oder können Wörter in einer Liste verbinden. Das macht man genau wie im Englischen. Es gibt aber kein Oxford-Komma im Deutschen. Man fügt also kein Komma vor und oder hinzu. Die anderen Wörter in der Liste haben Kommas zwischeneinander. Die Wörter, die man mit und oder verbindet, können Substantive, Verben, Adjektive oder andere Wortarten sein. Zum Beispiel: Es gibt so viele schöne Städte und Orte in Deutschland. Es gibt Berge und Wälder, Schlösser und Feste. Im Norden gibt es die Nordsee und die Ostsee. Es gibt mehr als 170 Museen und Galerien. Es gibt 4 Universitäten, 4 Kunsthochschulen und 7 Fachhochschulen. Ich könnte 2 oder 3 von ihnen pro Woche besuchen. Das ist für mich nicht so gut, denn ich möchte kein Auto kaufen oder fahren müssen. All die Konjunktionen auf meiner Liste für heute können Satzglieder verbinden. Wenn die Subjekte der Satzglieder nicht dasselbe sind, muss man das Subjekt jedes Satzteils in dem Satzteil erwähnen. Zum Beispiel: Es schneit oft sehr viel und in Berlin gibt es zu viele Hipster. In Bayern sprechen sie Bayerisch und in Sachsen spricht man Sächsisch. Das Nachtleben ist cool und während des Tages gibt es auch viele Möglichkeiten. Wenn das Subjekt in beiden Satzgliedern dasselbe ist, kann man das nur einmal erwähnen. Zum Beispiel: Ich könnte 2 oder 3 von ihnen pro Woche besuchen und immer noch nicht alle in einem Jahr besuchen. In kleineren Orten gibt es auch nicht viel zu tun oder viele Optionen für öffentliches Verkehrsmittel. Wenn man aber verwendet, ist es egal, ob das Subjekt in beiden Satzgliedern dasselbe ist. Man muss es zweimal erwähnen. Wenn die Subjekte identisch sind, benutzt man im zweiten Satzglied meistens ein Pronomen, um Wiederholungen zu vermeiden. Sie sprechen dort Berlinerisch, aber dieser Dialekt ist nicht zu schwer zu verstehen. Im Norden gibt es die Nordsee und die Ostsee, aber im Süden gibt es die Alpen. Der Schwarzwald im Südwesten ist sehr schön, aber es schneit oft sehr viel. Das sieht cool aus, aber ich weiß nicht, wie viele Male ich das besuchen kann, ohne gelangweilt zu werden. Hamburg hat das beste Nachtleben in Deutschland, aber ich finde das Alltagsleben besser in München. Ich könnte in einem kleineren Ort wohnen, aber dort kann ich vielleicht keine Arbeit finden.
Die Konjunktion denn beantwortet die implizierte Frage warum im ersten Satzglied. Zum Beispiel: Ich möchte in diesen Orten nicht wohnen, denn ich möchte Hochdeutsch lernen. Warum willst du in diesen Orten nicht wohnen? Ich möchte Hochdeutsch lernen. Leider kann ich nicht in München wohnen, denn ich kann kein Bayerisch. Warum kannst du nicht in München wohnen? Ich kann kein Bayerisch. Das ist für mich nicht so gut, denn ich möchte kein Auto kaufen oder fahren müssen. Warum ist das für dich nicht so gut? Ich möchte kein Auto kaufen oder fahren müssen. Nächste Woche kommt Rainer zurück mit einem neuen Video. Falls ihr Deutsch in Einzel- oder Gruppenunterricht lernen wollt, solltet ihr den Lingoda-Link in der Beschreibung klicken. Sie haben fantastische Lehrer, die euch zu euren deutschsprachigen Zielen bringen können. Vergesst nicht zu abonnieren, um jedes Video zu sehen und dieses Video zu liken. Wenn ihr das Skript dieses Videos und andere Videos auf Deutsch und Englisch wollt, könnt ihr sie und auch ein Arbeitsblatt dazu auf meiner Patreon-Seite finden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!